In dem heutigen Video gehen wir darauf ein, wie ihr E-Termin, das heißt eure Terminvereinbarung auf eurer Webseite einbinden könnt. Ich habe jetzt hier die Terminvereinbarung von meinem Handwerksbetrieb offen, weil wir ja einfach schon viel mehr verwenden und ich euch da ein bisschen mehr zeigen kann. Das wäre die Buchungsseite, wenn sie denn über E-Termin direkt aufgerufen werden sollte. Um das jetzt aber in den Kontext unserer Webseite zu setzen, wie zum Beispiel hier gemacht wurde, dass wir eine Leistung ausgewählt haben, also hier gibt es zum Beispiel verschiedene Leistungen, die gebucht werden können und wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Leistung, nämlich das kostenfreie Aufmaß, so wie zum Beispiel bei euch jetzt ein kostenfreies Beratungsgespräch, dass wir da direkt drauf kommen auf unserer Webseite, müssen wir gesondert einbinden. Das heißt, diese Buchungsseite für die eine Leistung, nämlich das kostenfreie Aufmaß, findet ihr bei uns auf der Webseite unter Buchungsseite-Aufmaß hinten dran und sieht dann so aus. Also wie ihr das schafft, dass ihr die eine Leistung als Terminvereinbarung in eure Webseite implementieren könnt, das zeige ich euch jetzt. Dazu geht ihr bitte in E-Termin hinein und klickt links auf Einbindung Webseite. Es gibt jetzt hier mehrere verschiedene Möglichkeiten. Damit wir die Unterschiede sehen, machen wir das direkt live auf der Webseite auf einer neuen Testseite. Diese Testseite muss ich kurz erstellen. Wir melden uns also erstmal in dem Backend von unserer Webseite an und erstellen hier jetzt eine neue Seite. Diese Seite nennen wir Terminvereinbarung und veröffentlichen sie direkt. So, das heißt, wir können die Seite dauerhaft anzeigen lassen unter /Terminvereinbarung. Okay. So, wie kriege ich jetzt auf diese Seite meine Terminbuchung, die ich hier eingetragen habe? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal, dass ich die komplette Buchungsseite, das meint diese Seite, die ich unter Vorschau sehe, dass ich diese komplette Seite einbinden kann. Und dann nehme ich ganz einfach hier dieses iFrame. iFrame ist nichts anderes wie ein Bild im Bild. Das bedeutet ein Kasten, in dem eine neue Webseite aufgerufen wird. Also alles, was wir hier machen, sind eigentlich iFrames, die wir einbinden. In dem Fall nehmen wir dieses iFrame von unserer Buchungsseite, die wir ja bei der Vorschau hier sehen und binden das ganz einfach ein, indem ich hier bei WordPress entweder hier einfach die URL einbette. Dann möchte er von mir eine URL. Da wir aber schon einen eigenen Code haben, möchte ich jetzt natürlich mein eigenes HTML einfügen. Also klicke ich hier als HTML bearbeiten und kann jetzt hier mein iFrame einfügen. Dann klicke ich auf Aktualisieren und gehe dann auf die Seite, aktualisiere und zack, wir sehen hier, wir haben unsere Buchungsseite auf der Webseite direkt eingebunden als HTML-Code, nämlich als iFrame. Dies, was sich hier darstellt als blauen Bereich, das ist ein Bild in meinem Bild, nämlich meiner Webseite. Okay, jetzt möchten wir aber natürlich, weil wir ja hier mehrere Leistungen haben von E-Termin, nur diese Schnellbuchung anzeigen. Und das funktioniert folgendermaßen. Dazu gehen wir wieder auf die Buchungsseite, Einbindung der Webseite und scrollen hier mal herunter. Und zwar können wir jetzt hier sagen, Direktverweis auf eine Leistungsgruppe. Das wäre dann der Verweis zum Beispiel auf diese Aufmaßtermine. Dann würde man sehen, kostenfreies Aufmaß und Aufmaßtermin Schnellbuchung. Man würde nicht sehen, diesen Montagetermin zu wählen. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte tatsächlich in die Leistung von der Leistungsgruppe, also bei kostenfreies Aufmaß Schnellbuchung. Gut, dazu gehe ich wieder zurück auf Einbindung Webseite und gehe weiter, Direktverweis auf Kalender und Leistung. Das heißt, ich muss jetzt erstmal den Kalender wählen, bei dem die Leistung drin ist. Anschließend wähle ich die Leistung kostenfreies Aufmaß Schnellbuchung und habe direkt hier einen Link. Entweder wir nehmen jetzt diesen Link und betten ihn so ein, wie wir es vorhin gesehen haben, nämlich wir ändern jetzt sozusagen hier die Quelle, also SRC steht für Source, und zwar ändern wir das ab, indem ich jetzt einfach jetzt hier einfüge und ihr seht schon, das, was wir generiert haben, hier links, diesen Link habe ich jetzt dort eingefügt. Und das würde ich euch auch empfehlen, weil dann wird nämlich auch schon genau die Höhe gesetzt, die Breite gesetzt, dass man nicht scrollen kann, keinen Rahmen gesetzt und wir haben natürlich noch ein Resize-Skript drin, dass wenn wir zum Beispiel die Webseite verkleinern, dass sich dann automatisch das Design im iFrame mit verändert. Also aktualisieren und dann gehen wir jetzt hier, machen Refresh und werden dann sehen, dass hier nur noch dieses kostenfreies Aufmaß Schnellbuchung drin ist. Und zwar sind wir schon in dieser Leistung drin. Ja, das heißt, wird bei mir nur angezeigt, was in diesem Schnellbuchung drin war. Da hier keine Terminvereinbarung hinterlegt war, wird hier auch nichts weiter angezeigt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf das kostenfreie Aufmaß gehen möchte, kopiere ich mir wieder den Link, gehe wieder auf die Webseite, verändere die Quelle, klicke auf Aktualisieren, Aktualisieren und ihr seht schon, zack, hier ist jetzt die Terminvereinbarung drin, die wir bei kostenfreies Aufmaß hinterlegt hatten. Gut.
Jetzt gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit, dass ich schon diesen Montagetermin ausgewählt habe. Also auch hier gibt es jetzt wieder zum Beispiel die Möglichkeit einfügen, aktualisieren und hier wurde direkt das hier vorausgewählt. Also ihr könnt auf die Buchungsseite verlinken, bei dem aber schon ein Termin vorausgewählt ist. Wenn ihr zwei verschiedene Sachen habt, das eine kostet, das andere kostet nichts, dann wählt das, was kostet, vorab aus, dass hier auch schon steht, wie viel kostet es denn maximal beispielsweise euren Kunden. Wenn ihr zum Beispiel mehrere Mitarbeiter habt und jedem Mitarbeiter eine eigene Terminvereinbarungsseite machen wollt, dann würden jetzt hier 2 Kalender stehen und ich könnte einmal für diesen das kostenfreie Aufmaß einfügen auf einer Seite und mache das gleiche, aber nochmal eine neue Seite mit einem anderen Kalender. Und dann hätte ich die Möglichkeit, 2 URLs zu vergeben. Also das eine würde dann heißen Terminvereinbarung Mitarbeiter 1 und dort den Code einfügen und dann gibt es eine zweite URL und da würde ich dann Mitarbeiter 2 schreiben und die könnte ich dann zum Beispiel gesondert auf Facebook bewerben. Je nach Postleitzahlgebiet könnte ich die zum Beispiel auf Facebook sogar bewerben. Da habt ihr ja die Möglichkeit von den Ortschaften zu werben und dann je nachdem, wo derjenige sich befindet, wenn der da draufklickt, dann kriegt ihr auch nur von eurem Berater in eurem Postleitzahlengebiet, den ihr da jetzt ausgewählt habt, den Kalendereintrag.